Wir reden über die Preise der Updates und das Ganze kann richtig teuer werden, aber bevor wir anfangen, erstmal willkommen meine Damen und Herren zu GTA Online und ich möchte euch zeigen, warum ich ab und zu GTA so richtig hasse und der Grund dafür ist so eine Situation. Ich habe eine Cayo Perico HS Vorbereitung gemacht und habe einen Diamanten ausgespielt. Das ist richtig geil und das bringt auch richtig viel Geld. Das große Aber an dieser Stelle ist, ich dachte mir, ich springe mal Fallschirm und ich bin an einem Ort angekommen, was ich persönlich niemals Land nennen würde. Und ich konnte dort nicht raus, weil ich war gefangen zwischen Zäune. Aber die Zäune sorgen dafür, dass ich nicht rein kann, wo ich drin war. Aber das Problem ist, ich kann nicht raus, weil die Zäune sorgen nicht nur dafür, dass man nicht rein kann, sondern auch, dass man nicht raus kann. Das hat mich richtig aufgeregt. Wenn euch das passiert, Leute, guckt einfach mal so ein bisschen im Hintergrund. Ich rauche zum Beispiel ganze Zigaretten im Spiel, weil dir dort Leben abgezogen wird und ich springe halt von höheren Stellen runter, damit ich einfach endlich in irgendeiner Form rauskomme, weil ich wollte die Heist-Mission oder die Heist-Vorbereitung nicht von neu starten, denn es ist ja klipp und klar, dass du dann halt den Diamanten wegbekommst und alles von neu machen musst und vielleicht etwas Schlechteres bekommst. Und ich hasse deswegen GTA, weil man halt, wenn man stecken bleibt, wirklich stecken bleibt und manchmal es überhaupt keinen Ausweg gibt, vor allem in Missionen. Freut ihr euch auf das Update? Ich freue mich auf jeden Fall dafür. Wenn ihr das auch tut, Daumen nach oben, meine Damen und Herren. Das unterstützt natürlich auch mich. Ich bin offen und ehrlich und sage das auch, Leute, dass das Video supportet. Ich denke mal, das ist das Beste, was man machen kann, anstatt zu sagen, hey Leute, freut euch auf das Update, Daumen nach oben, aber ich sage euch nicht warum, was das bringt. Hahaha. Schaffen wir 5 Millionen Likes? Ja, in 2 Jahren. Wann kommt denn das Update raus? Nun, es muss noch eine Sache passieren und zwar brauchen wir die Überlebenskämpfe, denn Rockstar Games hat ja 2 neue Elemente schon hinzugefügt, Stuntrennen und Deadline-Rennen, die auch rausgekommen sind. Und jetzt, meine Damen und Herren, brauchen wir noch halt Überlebenskämpfe, weil das wurde angekündigt, dass vor dem Update erstmal diese 3 Spielmodi erscheinen. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt nämlich Casino-Podium-Fahrzeuge und Rockstar Games aktualisiert immer in so einem Hintergrund-Update immer diese Liste und ich habe nachgezählt, ich habe ja ein Video dazu gemacht, welche Casino-Podium-Fahrzeuge uns erwarten werden und es gibt noch 4 Stück, die uns erwarten. Und wenn die erst wirklich nach allen Casino-Podium-Fahrzeugen das Update herausbringen werden, dann wird das erst August geschehen. Also Glück an alle, die vielleicht jetzt Sommerferien haben und gegen August, wo die Schule anfängt, da habt ihr auch das Update. Ist zwar ein bisschen blöd, wisst ihr, weil wenn ich bin ja schon lange nicht mehr in der Schule, das wissen ja die meisten von euch, aber wenn ich Schule hätte, würde ich mich freuen, wenn das Update in den Ferien erscheint und nicht irgendwie später. Es kann natürlich auch sein, dass ich mich irre und dass Rockstar Games das als Taktik genutzt hat, um halt die ganzen Leute, die so wie ich halt in den Hintergrunddaten reinschauen können, ein bisschen zu irritieren. Aber wir werden am Ende des Tages sehen, was passieren wird. Ich hoffe wirklich sehr, dass das Update erscheint. Aber das Update, meine Damen und Herren, wird dieses Mal richtig teuer. Warum? Ich habe mir mal in letzter Zeit die Updates angeschaut, die in der Vergangenheit erschienen sind. Und haltet ihr mal Lust drauf, dass wir mal so eventuell uns mal alle Updates anschauen oder die wichtigsten Updates, die GTA verändert haben. Weil sowas könnten wir auch gerne machen. Auf jeden Fall in diesem Video, Thema Preispolitik von Rockstar Games ist ja eh für die Mülltonne. Das wissen sehr viele von euch. Ich meine, guckt euch an, wie wir angefangen haben und wo wir jetzt sind. Der Zentorno zum Beispiel ist ein wunderschönes Fahrzeug. Es ist ein Supersportfahrzeug und kostet 725.000 $. Supersportfahrzeug. Es war Update Nummer 3 oder 4, was in GTA erschienen ist und war einfach nice. Ist einfach so. Es war eins der schönsten Updates, die wir bekommen haben damals beim Thema Fahrzeug. Es ist 2014 erschienen. 2014 ein Supersportfahrzeug, 725.000 $. Machen wir eine Zeitreise 2020. Wir haben Cayo Perico Update bekommen und nur ein Legendary Motorsport Fahrzeug bekommen. Ich glaube, Rockstar Games wollte mal was anderes testen. Meiner Meinung nach ist das so lala gewesen. Lasst uns ehrlich sein, was benutzen wir von den Cayo Perico Update Fahrzeugen? Entweder Toreador oder halt Kosatka, wozu ich auch ein Video gemacht habe. Auf jeden Fall muss man hier sagen, das war nicht so gut. Also die Auswahl von Fahrzeugen beim Thema verschieden sein, super, aber alles andere nicht so super. Meine persönliche Meinung, vielleicht wird der eine oder andere sagen, ach, das stimmt nicht, ich finde GTA Cayo Perico ist hammergeil. Mit dem Supersportfahrzeug konntest du in GTA Online damals halt so gut wie alle Rennen gewinnen und hast halt auch sehr viel Geld gemacht. Das heißt, du konntest den halt, wenn du 4 Rennen gefahren hast, natürlich mit deinen Einnahmen in den Rennen abbezahlen. Kommen wir jetzt zu Cayo Perico, wie gesagt. Dort gibt es ein Go-Kart, ein Veto Modern. Der Veto Modern kostet 995.000 $.
Warum ist das okay? Es ist nicht okay. Wie kann so etwas so viel kosten? Aktuell gibt es keine Rennen, es wurde aber auch in den Dateien schon Rennen gefunden, die sehr wahrscheinlich auch mit dem Update dazukommen werden. Ich hoffe persönlich, dass das irgendeine Form von Super Mario Kart Verarsche sein wird, weil Rockstar Games hat das eigentlich früher immer wieder gemacht, andere Spiele hops genommen in irgendeiner Form. Und ja Leute, trotzdem ist das viel zu viel. Fast 1 Million Dollar für ein Go-Kart. In der Eventwoche aktuell ist er im Angebot, aber das ist nicht das Thema. Warum hat Rockstar Games das gemacht? Nun, im Verlaufe der Zeit hast du in GTA Online immer mehr Geld gemacht oder konntest immer mehr Geld machen, dank der verschiedenen wilden Updates. Aktuell kannst du unter einer Stunde mit Cayo Perico 1 Million Dollar machen. Das heißt, wenn du motiviert bist, hast du sehr viel Geld. Ich habe zum Beispiel 30 Millionen Dollar. Ich kann seit dem Casino Eyes Update, wo man schon viel Geld machen konnte, mir jedes Fahrzeug leisten, was in den Updates erscheint. Davor konnte ich das nicht. Und ihr merkt das halt eventuell auch die Leute, die schon länger dabei sind, wie mein Content sich verändert hat. Weil ich jetzt sehr viele Autos kaufe. Früher habe ich vielleicht mal einmal im Jahr oder einmal halt zum Update ein Auto gekauft, es getestet und das war's. Oder habe die Fahrzeuge so gezeigt, dass ich von Crewmitgliedern die Autos gefahren bin, wie so ein Schnorrer, weil ich kein Geld hatte. Aber jetzt mit den Updates habe ich unendlich viel Geld und deswegen wird Rockstar Games wahrscheinlich sagen, okay, die Leute haben zu viel Geld, wir wollen trotzdem Shark Cards verkaufen. Das ist immer deren Ziel, ihr dürft das nie vergessen. Shark Cards ist Hauptziel von Rockstar Games. Die möchten Geld machen, die verkaufen das Spiel einmal, aber Shark Cards kann man mehrere Male verkaufen und immer wieder, wenn Updates kommen und Leute, die halt keine Zeit haben für GTA, kaufen sich Shark Cards. Aber meine Damen und Herren, wenn die Leute in unter einer Stunde über 1 Million Dollar machen, dann muss Rockstar Games agieren, weil sogar die Leute, die keine Zeit haben und sagen wir mal, die machen nur pro Woche einmal Cayo Perico heißt und haben dabei noch passive Unternehmen an, dann haben die halt eigentlich auch ausgesorgt normalerweise. Deswegen wird etwas sehr Großes kommen meiner Meinung nach. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall sehr viel Geld farmen in GTA, das empfehle ich euch ja immer wieder, weil ich sag's immer wieder halt vor Updates, Leute, macht Geld, macht Geld, macht Geld, wenn ihr am Glitchen seid, ist okay, ne? Aber beschwert euch nicht, wenn ihr gebannt werdet, weil da kann auch was passieren, aber ich sag immer, macht Geld, macht Geld, macht Geld, es wird teuer und dann, wenn das Update draußen ist, sind die Kommentare halt immer gespalten. Die Leute, die sich vorbereitet haben, feiern das Update, die Leute, die halt kein Geld haben in GTA oder keine Mission gemacht haben, verfluchen solche Updates und sagen, es kann nicht sein, dass die Preise zu teuer sind. Ich verfluche die Updates auch, muss ich ehrlich sagen. Die Updates sind von preislichen her unter aller Sau. Aber Rockstar Games passt das immer an. Ich glaube, die achten darauf halt, womit man am meisten Geld machen kann. Und je nachdem, ja, wird das Ganze immer teurer. Deswegen bin ich der Meinung, dass sogar 30 Millionen Dollar nicht reicht, weil die letzten 2 Updates haben 30 Millionen Dollar gekostet oder über 30 Millionen Dollar und davor gab es halt, ja, zum Schluss gab es Cayo Perico und deswegen müssen wir mal gucken, was passieren wird, aber ich bin der Meinung, Updates werden immer teurer. Der Vergleich Zentorno und mit dem Dinka Classic, mit dem Dinka Modern zum Beispiel, Zentorno 725.000 Dollar, das andere Ding 995.000 Dollar. Und dann nochmals das einzige Legendary Motorsport Fahrzeug war der Italy RSX, das Ganze ist nur ein Sportfahrzeug, kein Supersportfahrzeug und kostet 3,4 Millionen Dollar. Okay, 2,5 Millionen Dollar kostet es, wenn du halt irgendeine Sondermission machst, aber dieses Beispiel, ne, Supersportfahrzeug, Sportfahrzeug und der Italy RSX, der kommt zwar vorne mit dabei, er ist einer der Top 5 schnellsten Sportfahrzeuge. Das große Aber ist, er ist nicht in der Top 2 oder Top 1 oder sowas, nein, er ist in der Top 5 und ist extrem teuer. Zum Vergleich der Ocelot Paria, der Ocelot Paria kostet 1,4 Millionen Dollar. Du kannst also 2 Fahrzeuge kaufen und nochmal voll auftunen im Vergleich zum Italy RSX. Also meine Damen und Herren, ich empfehle euch, bereitet euch vor, für die, die sich auf das Update freuen. Und schlechte Nachricht für die Leute, die eventuell halt wenig Geld haben in GTA. Aber dafür sind ja YouTuber wie ich da, die immer wieder alles Mögliche zeigen, wie man Geld verdienen kann. Road to Millionaire, was euch jetzt eingeblendet wird, ist zum Beispiel eine Playlist, die sehr vielen Leuten geholfen hat. Und vielleicht hilft sie auch dir. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonnieren, Glocke aktivieren, denn ich bin erstmal raus und sage danke für alles und tschüss.